Ja, guten Abend und herzlich willkommen. Es freut mich, dass ich endlich diesen lang ersehnten SAC-Vortrag für euch abhalten darf. Die SAC Technology haben wir vor einigen Jahren entdeckt, kann man sagen. Wir haben sie auch bei uns in der Praxis doch vor allem in Zusammenhang mit speziellen Fällen eingesetzt. Und heute möchte ich natürlich einerseits darüber berichten, was unsere Erfahrungen mit dieser SAC-Technology gewesen sind und vor allem auch die neuesten Erkenntnisse, die neuesten Untersuchungen, die Studien, die passiert sind, auch einige klinische Beispiele, damit man tatsächlich sehen kann, was diese Technologie auf sich hat und was wir vor allem für Indikationen haben, um allenfalls an diese mögliche orthomolekulare Unterstützung zu denken. Wichtig ist, alles, was ich heute erzählen, beruht auf Praxiserfahrung, meine persönliche Erfahrung oder auch teilweise natürlich Erfahrung, die von unserem Netzwerk kommen. Mehrere Therapeuten haben mittlerweile auch angefangen, diese Technologie einzusetzen und ich bekomme großartige Rückmeldungen in Bezug zu den Effekten. Aber es ist klar, dass alles, was ich heute erzähle, tatsächlich auf eigene Erfahrung beruht. Und wie immer ist es wichtig, dass man als Therapeut oder Arzt, Therapeutin, Ärztin das, was ich sage, nochmals überprüft und selbstverständlich die eigene Verantwortung trägt für dem, was man am Patienten empfiehlt. Calcium, man würde denken, ist ein bekanntes Element. Wenn man Calcium sagt, dann denkt man an Osteoporose, denkt man an Knochen. Man wird aber sehen, dass Calcium viel mehr ist als nur Skelettgesundheit, weil es tatsächlich in doch sehr viele regulatorische Prozesse und Systeme involviert ist. Und deshalb ist es wichtig, um all diese Eigenschaften des Calciums nochmals klar aufzulisten, damit wir nachher auch sehen können, okay, in Zusammenhang mit dem Calciumstoffwechsel und Vitamin D, was natürlich auch selbstverständlich dazugehört, welche Möglichkeiten haben wir, um all diese Eigenschaften, vor allem dann, wenn die regulatorische Funktionen des Patienten suboptimal erfolgen, dass wir die wieder auf der richtige Steuerung oder richtige Optimierung durchführen können. Calcium ist der wichtigste mineralische Baustoff für Knochen, für Zähne, Skelettstabilität. Wir wissen, dass 99% des Calciums tatsächlich im Skelett vorhanden ist und nur 1% befindet sich außerhalb des Skelettes. Wenn wir über das Blut zum Beispiel sprechen, dann haben wir nur ein paar wenige Gramm, die da vorhanden sind vom Calcium. Man wird aber sehen, dass genau diese freie Fraktion nicht unwichtiger ist, um nochmal anders zu sagen, fast noch wichtiger als dem, was wir entsprechend vom Calcium bis jetzt erfahren haben. Und dazu ist natürlich wichtig, um in die Zellphysiologie ein bisschen einzutauchen, all diese Eigenschaften, die Calcium entfalten lassen kann innerhalb der Zelle selbst, dass wir die entsprechend mal unter die Lupe nehmen. Wir sehen, dass Calcium eine Strukturfunktion hat. Wie gesagt, wir haben einen riesen Calciumspeicher, wird auch reguliert durch bekannte Hormone. Wir wissen, dass das Parathormon beispielsweise, was aus der Nebenschilddrüse synthetisiert wird, zuständig ist, um vor allem Calcium zu holen aus dem Skelett heraus, wenn das Calcium im Blut zum Beispiel absenkt. Wir wissen auch, dass nicht nur Calcium mobilisiert wird, sondern auch Magnesium und Phosphaten beispielsweise. Und umgekehrt wissen wir, dass das Calcitonin zum Beispiel aus der Schilddrüse Insel selbst auch wichtiger ist, um dafür zu sorgen, dass es wieder den Weg ins Skelett findet. Wir wissen, dass vor allem in Krisenzeiten, vor allem dann, wenn es starke Übersäuerung gibt oder Neigung zur Übersäuerung, Gewebsazidose beispielsweise, dass das Skelett natürlich auch mithelfen kann, hier als Puffersystem zu funktionieren. Und das ist auch der Grund, dass wir wissen, wenn es zum Beispiel eine starke Übersäuerung des Körpers gibt oder einen starken Magnesiummangel,
wie vorher erwähnt, auch beim Magnesiummangel wird Parathormon hochreguliert. Magnesium und Calcium wird aus der Knoche rausgerissen und das kann dann zu einem permanenten Verlust des Calciums führen, was dann dazu beiträgt, oder was die wichtigste Ursache ist, dass tatsächlich Osteoporose entstehen kann. Die klinische Bedeutung kennen wir. Bei einer leichtgradigen Demineralisierung sprechen wir über Osteopenie. Und wenn man das nicht im Griff bekommt und die Prozesse, die unterliegenden Mechanismen setzen sich durch, dann irgendwann entsteht dann eine ausgeprägte Osteoporose, was dann auch das Risiko auf Frakturen und so weiter zunehmen lässt, aber nicht nur im Bereich des Skelettes, auch im Zusammenhang mit den Zähnen natürlich. Auch Zahnärzte kennen das Phänomen sehr gut, Wichtigkeit von Calcium, Vitamin D und noch ein paar andere Kofaktoren, die wir besprechen werden. Und man sieht natürlich auch, dass genau bei solchen Leuten, wenn es zu Schädigungen kommt, dass die Frakturheilung sehr mühsam erfolgt, auch Wachstumsstörungen zum Beispiel, Gewebsreparaturen und so weiter werden suboptimal organisiert. Und man sieht, dass ein chronischer Mineralstoffraub aus den Knochen natürlich sehr häufig auch zu Fehldistribution führt, was wiederum dazu führt, dass wir im Knochen zu wenig Calcium haben und außerhalb der Knochen zum Teil vermehrt Ablagerungen des Calciums entstehen können, was wiederum ebenfalls Symptome auslösen kann. Hier haben wir auf dieses Bild nochmals gezeigt, wie komplex das Ganze ist und wo Calcium tatsächlich überall eine Rolle spielt. Wir sehen global gesagt, dass Calcium eine wichtige Zellkommunikation Funktion hat. Es wird vor allem auch durch das Calcium oder das Calmodulin gewährleistet. Das ist auch ein calciumbindendes Protein, kann man sagen. Dort wird bestimmt, welche Antwort des Calciums an welche Stelle tatsächlich durchgeführt werden muss. Auch Energieproduktion werden wir nachher sehen. Vor allem im Zusammenhang mit den Mitochondrien sehen wir das Calcium an mehreren Stellen, über mehrere Enzyme, über mehrere Proteine auch dafür sorgt, dass die Mitochondrien überhaupt ATP produzieren können. Wir werden sehen, dass auch im Bereich des endoplasmatischen Reticulum Calcium eine wichtige Rolle spielt, werde ich nachher noch darauf zurückkommen. Und ganz wichtig auch ist, dass Calcium ein entscheidendes Element ist, was auch einerseits für das Überleben der Zelle verantwortlich ist. Vor allem dann, wenn eine Zelle entartet, kann Calcium auch entscheiden, um die Zellen zu opfern, um die zu eliminieren, um da eine Apoptose einzuleiten. Auch B53 zum Beispiel, was wir nachher besprechen werden, spielt auch da eine wichtige Rolle, wie auch die Caspasen zum Beispiel. Das sind Enzyme, die tatsächlich eine Apoptose initiieren können, wenn sie gebraucht wird. Und hier zum Beispiel werde ich auch nachher noch darauf zurückkommen, im Zusammenhang mit AMPK und mTOR hat Calcium eine unglaublich wichtige Bedeutung und da sprechen wir natürlich über die anabolische und katabolische Funktionen der Zelle. Hormonfreisetzung, Immunregulation, all das hängt direkt ab vom Calcium als Signalmolekül. In dem Sinne spürt man, dass das Potenzial, dass es auch dort mal entgleisen kann in eine falsche Richtung, tatsächlich sehr groß ist. Die erste wichtige Funktion intrazellulär ist die Rolle des Calcium als Regulator von Wachstum, Hydration bzw. wie gut dass eine Zelle bewässert werden muss und auch die Zellaktivität für sich wird durch Calcium reguliert und dazu braucht es natürlich einige Pumpen auch. Wir werden sehen nachher, dass es einige Möglichkeiten gibt, um Calcium tatsächlich in die Zelle hineinzupumpen. Das funktioniert zum Teil auch durch Antiport oder durch Symport, einige Mineralien und Spurenelemente teilweise sind da mit dran beteiligt, essentiell für Zellwachstum, für die Zellteilung, auch Aktivierung von Immunzellen, Modulation des Immunsystems, natürlich auch Wundheilung und Gewebsregulation. Und wie wir alle wissen,
Muskelzellfunktion. Ohne Calcium gibt es keine Kontraktion, geschweige die Tatsache, dass das Herz permanent dafür sorgen kann, dass unsere Gewebsstrukturen gut durchblutet werden. Entgleister Mechanismus. An dieser Stelle sehen wir auch wieder, dass es zu vielen Symptomen kommen kann. Hier müssen wir denken zum Beispiel an chronische Entzündungsreaktionen, Tumorprogression, werden wir nachher auch noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Aber tatsächlich, Calcium könnte ein entscheidender Faktor sein, ob Tumorzellen rechtzeitig eliminiert werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass Tumorzellen permanent in unserem Körper produziert werden. Nur ist es die Aufgabe des Immunsystems, um zu erkennen, ob die entartete Zellen eine Bedrohung darstellen und dann entsprechend auch dazu führen können, dass die dann aufgeräumt werden. Fibrose, die Entwicklung von Crosslinks zum Beispiel, hängt auch wieder mit dem Calciumstoffwechsel zusammen. Und wenn wir nachher sehen auch, dass Calcium entscheidend ist für die Mitochondrien, kann man sich vorstellen auch, dass die Regulationskräfte auf die Strecke bleiben, wenn tatsächlich die ATP-Synthese zusammenbricht. Auch im Zusammenhang mit Zellkommunikation ist hier Calcium unglaublich wichtig. Wir wissen, dass vor allem an die sogenannte Motoneuronplatte, die Synapsstelle zwischen Nerven und Muskulatur, die sogenannte neuromuskuläre Synapse und die neuromuskuläre Endplatte, sehen wir, dass Calcium in solche Vesikel eingepackt werden kann und entsprechend durch das richtige Signal auch freigesetzt werden können und in dem Sinne auch eine Kontraktion einleiten kann, entweder permanent, wie das der Fall ist zum Beispiel für den Herzmuskel hoffentlich, und auch gezielt in dem Moment, dass wir entsprechend durch unser somatisches Nervensystem entscheiden, einen Muskel in Bewegung zu setzen. Das heißt, das alles passiert über feine Abstimmung dieser Calciumvesikel, die tatsächlich auch die Weiterleitung des elektrischen Signals ermöglichen. Und das ist natürlich essentiell auch für alle Freisetzung der Neurotransmitter, nicht nur im peripheren Nervensystem, sondern auch im zentralen neurologischen System für die Hormonsekretion. Wir werden nachher sehen, dass sämtliche Hormone ebenfalls abhängig sind vom Calcium als Signalmolekül oder Signalatom, kann man fast sagen. Freisetzung von Enzymen, auch relevant fürs Verdauungssystem, wenn wir nachher noch darauf zurückkommen, und unheimlich wichtig auch für die Immunantwort, Zellkommunikation. Das bedeutet, wenn hier die Signalwirkung des Calciums dysreguliert ist, dann kann das Grund sein für Depressionen, für Angstzustände. Wir wissen, dass Depressionen natürlich auch wieder zu tun hat mit einigen Neurotransmitter, die im Gehirn synthetisiert werden müssen. Ich denke hier an Dopamin oder Serotonin, und nicht vergessen, auch im Darm synthetisieren wir teilweise mehr Neurotransmitter als im Gehirn. Das heißt, auch da ist es wichtig, dass im Bereich des Darm-Hirn-Achse oder der Darm-Hirn-Achse auch Calcium hier seine Wirkung steuern kann. Angstzustände, auch das limbische System, die Amygdala, die zuständig sind für die Angstbewertung, auch das erfolgt über Calciumsignale. Auch die exzitorischen Zustände des Gehirns, die Tatsache, dass plötzlich so ein bisschen Feuer im Dach ist. Auch GABA zum Beispiel, was es entgegenwirken sollte, ist Calcium gesteuert, und das führt natürlich auch zu Unruhen im Körper, zu erhöhter Nervosität, eine erhöhte sympathische Aktivität, Konzentrationsprobleme, ADHD zum Beispiel können auch Folgen davon sein. Auch im Zusammenhang mit den Hormonen, Insulinresistenz, man denkt immer an Chrom, an andere wichtige Substanzen wie Zink zum Beispiel, Vanadium, aber auch Calcium spielt hier eine eindeutige Rolle. Dasselbe auch bei Nebennierenaktivität, Cortisol, Adrenalinausschüttung zum Beispiel,
Das bedeutet auch, dass bei Burnout-Patienten wir uns Gedanken machen sollten über den Calciumstoffwechsel und natürlich, wie vorher schon erwähnt, chronische Entzündungsprozesse, zum Beispiel Neuroinflammationsreaktionen und beschleunigte Alterung. Das bedeutet, wenn wir unseren Calciumstoffwechsel im Griff haben, hat das natürlich auch eine wichtige Bedeutung für Aspekte, die wir kennen als Longevity. Regulator von Nervimpulse in Gehirnfunktion, wie bereits vorher gesagt, Neurotransmitterfreisetzung, genau die Bestimmung, welcher Neurotransmitter sollte vermehrt dominieren, was für Effekte will der Körper oder will das Gehirn im Körper erreichen, wird mitbestimmt durch Calcium, Lernfähigkeit, das Einprägen vom Gedächtnis, auch natürlich andere Stoffchen wie zum Beispiel den Stickstoffstoffwechsel ist daran beteiligt, aber auch Calcium, Gedächtnisbildung, Reizleitung und natürlich Herzerregungsleitung. Auch da habe ich eine spannende Demonstration gesehen, zum Beispiel. Man hat ein Herz genommen eines Tiers, man hat da Calciumphosphat, eine klassische Calcium-Variante genommen, was man sonst Patienten empfiehlt, und da passiert mit dem Herz gar nichts. Wenn ich aber Calcium in ionisierter Form übers Herz laufen lasse, plötzlich sieht man, dass die Kontraktionen stattfinden. Und das zeigt auch die immense Bioverfügbarkeit vom Calcium als ionisierte Substanz. Selbstverständlich werde ich es nachher noch ein bisschen genauer erläutern. Auch Migräne zum Beispiel, nicht vergessen, könnte eine Calciumregulationsstörung sein. Natürlich nicht alle Migränepatienten haben das aufgrund eines Calciumstoffwechselstörung, sondern wir wissen natürlich, dass Migräne auch andere Trigger hat. Wir haben auch schon in anderen Webinaren gesagt, dass Histamin entscheidend sein können, Afferense und so weiter. Aber auch Calcium hat hier eine deutliche Bedeutung. Transkriptionregulation, das heißt die DNA, 1,5 Meter DNA pro Zelle. Man kann sich vorstellen, wie viel DNA das wir haben im Körper, nämlich eine Distanz von hier bis zu Pluto und zurück, wenn wir das entsprechend multiplizieren mit unserer 80 Billionen Zellen, die wir im Körper haben. Und auch hier wird natürlich oder muss entschieden werden, welche Teile dieser Gensequenzen müssen abgelesen werden, was muss dann entsprechend programmiert werden, welche Proteine müssen da entstehen, welche Enzyme müssen synthetisiert werden, was wird überhaupt gebraucht im Körper von den Hormonen und so weiter. Und das wird über sogenannte Transkriptionsfaktoren geregelt, die tatsächlich alle eine Calcium-Steuerung haben. Hier sprechen wir zum Beispiel über NFAT, was eine wichtige Bedeutung hat für den Immunresponse, für die Initiierung der Entzündungskaskade, dasselbe mit NF-kappa-B zum Beispiel und das B53, was wir vorher schon erwähnt haben, was auch eine wichtige Rolle spielen wird im Zusammenhang mit der Onkologie. Wenn wir die Transkriptionsregulation genauer unter die Lupe nehmen und uns Gedanken machen, was braucht es dann alles, was regelt das denn überhaupt, dann kann man das zusammenfassend mit dieser Aufgabe zusammenfassen, nämlich Immunreaktionen, Immunmodulation, Entzündungsantworten. Wir wissen, dass auch Entzündung in gewissen Umständen natürlich notwendig sein kann, um Reparaturprozesse zu initiieren. Nur dann, wenn die Entzündung unverhältnismäßig ist, dann macht es natürlich auch Sinn, um die zu regulieren. Zellteilung, Reparaturprozesse, Apoptose, wenn eine Zelle nicht mehr zu retten ist oder wenn sie das Ende ihrer Zell- oder Lebenszyklus erreicht hat, dann muss eine Apoptose initiiert werden. Und auch da spielt Calcium eine wichtige Rolle zwischen Apoptose, die Zelle zerstören, eingehen lassen oder eben Regeneration initiieren.
Bei Fehlregulationen wissen wir Autoimmunerkrankungen, chronische Entzündungen, auch die Neigung zu Tumorbildung, Krebsentstehung, gestörte Wundheilung, Fibrose, das was wir vorher schon gesehen haben, vorzeitige Zellalterung und natürlich auch die Rolle im Bereich der Mitochondrien im Zusammenhang mit ionisiertem Calcium ist unglaublich wichtig. Wir wissen, dass die Mitochondrien zuständig sind für die ATP-Synthese. Es erfolgt, indem dass aus der Matrix der Mitochondrien entsprechend Protonen zurückgepumpt werden oder beziehungsweise durch aktive Pumpe in die Innenmembran der Mitochondrien gepumpt werden. Und aufgrund der Tatsache, dass dadurch eine Differenz entsteht, der elektrische Gradient, wird die bekannte Turbine, die ATP-Synthese oder ATP-Synthase besser gesagt, angekurbelt und auch diese Leistung der ATP-Synthese wird determiniert durch Calcium als Signalwirkung. Wir wissen natürlich, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, um die Pumpe und die Turbine anzukurbeln. Wir haben schon über Milter gesprochen. Wir wissen auch, dass Nahrrotlicht zum Beispiel genau diese Differenz der Konzentrationsgradient nochmals ankurbeln kann. Und das führt sogar dazu, dass wir die Turbine 300 bis 400 Mal pro Sekunde umwenden lassen können. Und wenn wir wissen, dass jede Umwendung dazu führt, dass 3 bis 4 ATP-Moleküle generiert werden, kann man sich vorstellen, was wir für therapeutisches Potenzial haben, wenn wir die Mitochondrien wieder glücklich machen, durch unter anderem Calcium oder dann eben auch Licht. Bei der ATP-Synthese entstehen auch freie Radikale. Das sind Mechanismen, die sehr gut beschrieben werden, auch im Zusammenhang mit der Onkologie, werde ich nachher noch darauf zurückkommen. Wir wissen, dass die freien Radikale natürlich unter Kontrolle gehalten werden müssen und das wird gewährleistet durch antioxidative Enzyme, die wiederum abhängig sind vom ATP. Mit anderen Worten, das System verteidigt sich, indem das ATP generiert wird, dass auch die freien Radikale unter Kontrolle gehalten werden und der Energietaktgeber wird genau durch Calcium entsprechend gewährleistet. Zu wenig Calcium führt zu Leistungsschwäche, die Mitochondrien, die werden faul, man sieht, dass die Synthese von ATP deutlich auf die Strecke bleibt, führt zu Müdigkeit natürlich, Burnout, Erschöpfungszustände, Muskelschwäche, Neurodegeneration, Herzinsuffizienz, all die Dinge, die wir kennen von der Mitochondriopathie. Wir wissen, dass Mitochondriopathie, wenn man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, dass das Potenzial, um Patienten wieder glücklich zu machen, unglaublich breit ist. Und Calcium nicht vergessen, auch wenn es nur 1% des Calcium ist, was außerhalb des Skelettes ist, wissen wir, dass Calcium entscheidend ist, sowohl für die erste als die zweite Phase der Entgiftung. Das heißt, die Biotransformation, das Umwandeln von toxischen Verbindungen in weniger toxische Verbindungen bis zu die sogenannte Biokonjugation, um die Giftstoffe, die Abfallstoffe als Gallensalze zu verarbeiten, damit das nachher ausgeschieden werden kann, wird auch mit determiniert durch Calcium. Auch hier sehen wir, dass mehrere Protease, mehrere Signalenzyme involviert sind, alles abhängig von Calcium. Und in dem Sinne kann man sagen, Calcium im Vitamin D-Stoffwechsel ist auch zuständig für den Gallenfluss, für den Zelltransport und auch die Autophagie, was natürlich auch wichtig ist für die Entgiftung. Die Tatsache, dass die Zellen auch mal Gelegenheit haben müssen, um den Müll rauszuschmeißen, um in Autophagie-Modus umzuschalten, damit die Zelle sich befreien kann von toxischer Last, von toxischen Metallen und Co. Das endoplasmatische Retikulum, Calciumhomöostase, spielt auch hier eine entscheidende Rolle. Wir wissen, dass wir ein rau endoplasmatisches Retikulum haben und ein
glattes endoplasmatisches Retikulum mit unterschiedlichen Funktionen, während das im rauen endoplasmatischen Retikulum entschieden wird, wie die Proteinfaltung stattfinden muss, aber auch gleichzeitig, ob die Faltung richtig stattgefunden hat. Wenn nicht, wird da auch nochmal eine Korrektur vorgenommen. Hormonproduktion, Enzymproduktion, was da stattfindet, sehen wir, dass eben zum Beispiel das glatte endoplasmatische Retikulum zum Beispiel auch Lipide synthetisiert werden, Cholesterin zum Beispiel, auch Antikörper oder Membranteilen werden dort synthetisiert. Mit anderen Worten, auch hier unglaublich wichtige Aufgabe auf Ebene des endoplasmatischen Retikulums, was ebenfalls durch Calcium gesteuert wird. Wenn es zu Störungen kommt im Bereich des endoplasmatischen Retikulums, dann sehen wir wiederum chronische Entzündungen, wiederum falsche Proteinfaltungen zum Beispiel, die natürlich auch einen erheblichen Last verursachen können im Körper. Insulinresistenz, Schilddrüsenstörungen, wir haben vorher schon gesehen, dass auch die Freisetzung, den Release von Hormonen, Calcium gesteuert wird auch an dieser Stelle mit determiniert. Von daher sehen wir Störungen an dieser Stelle auch entstehen, Leberbelastungen, Autoimmunprozesse. Ich denke an Colitis ulcerosa, an Hashimoto, an Basedov, alles, was entgleist in eine Aggressivität des Immunsystems, hat auch wieder zu tun mit solchen Fehlregulationen. Auch neurodegenerative Erkrankungen sind direkte Folge von dieser Disbalance. Zelluläre Signalwege, hier wird es richtig spannend. Wir sehen, dass Calcium, wie gesagt, betrachtet werden kann als universaler sogenannter Second Messenger, beziehungsweise Calcium kann man doch betrachten als Telefon, als zentrales Element in der Gesamtsteuerung all diese Elementen. Wir haben vorher schon über Calciummodulin gesprochen, was gilt als calciumbindendes Hormon oder besser gesagt calciumbindendes Protein, auch wichtig für Zellwachstum zum Beispiel. Das Calcineurin zum Beispiel ist genau das, was Entzündungsresponse im Körper stark aktivieren kann. Das Calcineurin zum Beispiel ist hochproblematisch auch bei Patienten, die sogenannte Lebertransplantation gehabt haben oder andere Organtransplantationen. Die Tatsache, dass das Immunsystem da Abstoßreaktionen verursacht wird durch Calcineurin bewirkt. Deshalb gibt es auch Medikamente, die zum Beispiel hier inhibierend wirken auf diese Substanz und mit dem auch solche Abstoßreaktionen vermeiden können. Das Calpain haben wir schon gesehen, wichtig für Wachstum, Gaspase, entscheidend für die Apoptose. Und ein AMPK ist so man kann sagen, ein Sensor, der entscheidend wie die Energiemenge beträgt, die in der Zelle zur Verfügung steht. Und wenn die eher schwach ist, in Fastenzeiten zum Beispiel, oder in dem Moment, dass zu wenig Substrat geliefert wird, um Energie zu synthetisieren, in dem Moment, dass die Mitochondrien schlapp werden, dann sehen wir, dass AMPK dafür sorgt, dass sparsam umgegangen wird mit der Energie, gleichzeitig aber auch solche Mechanismen initiiert werden, was wir kennen als Autophagie, dass tatsächlich die Zelle die Möglichkeit hat, um entsprechend so eine kleine Aufräumaktion zu initiieren. mTOR bewirkt ein bisschen das Gegenteil, wird vor allem dann initiiert, wird vor allem dann hochreguliert, wenn genug Energie zur Verfügung steht, wenn entsprechend das Zellwachstum gefördert werden kann, wenn auch die Proteinsynthese gefördert werden kann. Das heißt, genau die zwei Faktoren, die entscheiden über Anabolismus oder Katabolismus, wird auch wieder fein reguliert durch Calcium.
Die Systeme steuern somit Wachstum, Stoffwechsel, Autophagie, Zellschutz, besser gesagt, Muskelanpassungen, Muskelkontraktionen, Entzündungsbalance. Wenn es im Eimer rutscht, wenn Fehlregulationen entstehen, dann haben wir plötzlich zu tun mit metabolisches Syndrom, Insulinresistenz, Bluthochdruck-Geschichte, Diabetes Typ 2, Muskelatrophie, Degenerationen, sowohl im Bereich der neuromuskulären Endplatte als auch zum Beispiel im Bereich des Gehirns, entzündliche Erkrankungen und so weiter und so fort. Und Membrantransport, auch das ist nicht unwichtig, dass wir sehen, dass Calcium als ionisiertes Element, Calcium 2 Plus, die Möglichkeit hat, unabhängig vom Vitamin D-Rezeptor. Normalerweise sorgt Vitamin D dazu, dass man ein ähnliches Schlüssel-Schloss-Prinzip hat, wie wir das auch kennen beim Insulinrezeptor. Das heißt, Insulin dockt an den Insulinrezeptor, das Tor wird geöffnet, damit Glucose in die Zelle hineinkommt. Beim Vitamin D-Rezeptor sehen wir etwas Ähnliches. Das Vitamin D muss andocken können, das Tor wird geöffnet, damit Calcium in die Zelle hineingeschleust werden kann. Es gibt jedoch noch ein anderer Pumpmechanismus oder andere Kanälchen, aber das Aquaporin zum Beispiel lässt Calcium-Ionen zu, damit der Calciumstoffwechsel intrazellulär entsprechend reguliert werden kann. Aber dafür brauchen wir das ionisierte Calcium und nicht das gebundene Calcium, was wir nachher sehen werden. Wenn es Störungen gibt, generell in Zusammenhang mit der Möglichkeit, um das Calcium in die Zelle hineinzuschleusen, wiederum das Gleiche. Es kommt zu all diesen Symptomen, die wir bereits erwähnt haben: Herzrhythmusstörungen, Muskelkrämpfe, Migräne. Deshalb nicht nur denke bei Muskelkrämpfen an Störungen des Magnesiumstoffwechsels, sondern auch Calcium ist natürlich da maßgebend daran beteiligt. Wiederum Migräne, Erschöpfungszustände und so weiter und so fort. Calcium ist auch wichtig für den Gerinnungsfaktor Nummer 4, während das Vitamin K die anderen Faktoren mit die Kaskade, die Gerinnungskaskade auf Trab hält oder initiiert, wichtig für die Fibrinbildung, die Thrombinbildung, vor allem dann, wenn es zu einer Verletzung kommt und der Körper dafür sorgen muss, dass wir nicht zerbluten, braucht es entsprechend solche Signalmoleküle wie Calcium, damit die Kaskade überhaupt entsprechend vervollständigt werden kann. Schlechte Wundheilung, Neigung zu Hämatome, nicht nur im Zusammenhang mit Vitamin K, sondern auch im Zusammenhang mit Problemen des Calciumstoffwechsels. Und das wird sehr häufig vergessen, weil es gibt doch viele Patienten mit Hypochloridrie. Wir wissen, dass im Magen genug Säure produziert werden muss, damit das, was rein von unserem Architekten, der uns gebaut hat und programmiert hat, wichtig ist. Das, was wir essen, hat potenzielle pathogene Keime, die müssen abgetötet werden durch genug Säure. Und dazu brauchen wir HCl, und damit HCl entstehen kann, brauchen wir Calcium, Magnesium, Zink, B-Vitamine zum Beispiel sind auch wichtig. Wenn es jedoch Störungen gibt des Calciumstoffwechsels, dann bleiben die Säuren aus, ist eine Katastrophe, weil wir wissen, dass 80% der Patienten mit Sodbrennen dies nicht haben aufgrund einer Hyperchloridrie, sondern durch eine Hypochloridrie. Das heißt, bei den meisten Patienten, in den meisten Fällen sollte man sogar die Säuren ankurbeln, statt entsprechend reduzieren. Wenn es genug Säure gibt, dann haben wir genug Gastrin, Magenausgang kann öffnen, wir haben genug Cholecystokinin, das heißt auch die Gallablasentätigkeit wird damit gesteuert, wir haben eine schöne Motilität des Verdauungssystems, auch der Intrinsic-Faktor wird synthetisiert, wichtig für die B12-Bindung und Aufnahme im letzten Teil des Dünndarmsystems. Das alles wird mitreguliert durch Calcium. Geht es in die Hose, Leaky Gut, Malabsorption, Reizdarmgeschichte und auch die Neigung tatsächlich, dass zum Beispiel Zellen entarten können im
Verdauungstrakt, kolorektale Adenomen zum Beispiel und auch chronische entzündliche Darmschleimhäute könnte davon die Folge sein. Was führt dann zu einem Calciummangel? Und vor allem hier sprechen wir auch über diese ionisierte Form des Calciums. Wir wissen, dass zum Beispiel eine gestörte Aufnahme dazu führen kann. Alle Enzymopathien, alle Entzündlichkeiten im Darm, die Tatsache, dass es Biofilme gibt im Darm, Leaky Gut Geschichten und so weiter. Auch parasitäre Belastungen können natürlich auch die Aufnahmefähigkeit von Mineralien stören. Hormonelle Disbalancen. Wir wissen, dass auch im Zusammenhang mit Hormonen, dass es auch Konkurrenzprinzipien gibt. Wenn gewisse Hormonsysteme belastet werden, dann sieht man auch, dass der Verschleiß von Mineralien wie auch Calcium natürlich dort deutlich vermehrt ist, und dann bleibt die Rolle des Calcium an anderer Stelle bleibt dann auf die Strecke und kann Symptome verursachen. Chronischer Stress verbrennt Magnesium, verbrennt B-Vitamine, vor allem B6 und auch wiederum Calcium. Medikamente, Toxine, vor allem Schwermetalle. Die Tatsache, dass Schwermetalle die Rezeptoren blockieren können, ist schon mal ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Aber auch, wir haben vorher gesehen, die Leberfunktion ist abhängig vom Calcium, die Leberentgiftung auch. Wenn wir überladen werden mit toxischen Metallen, was wir zum Glück heute sehr gut spektralphotometrisch testen können, dann kann das auch ein Grund sein, weshalb Calcium im Eimer ist. Die Alterung selbst natürlich, Vitamin D-Rezeptormutationen, werde ich nachher noch drüber sprechen, erhöhter Verlust an Calcium. Es gibt tatsächlich gewisse Umstände, die den Verschleiß des Calciums natürlich vorantreiben. Der Lebensstil, wir wissen, dass Ernährung natürlich eine wichtige Rolle spielt, dass auch unser Stoffwechsel mitbestimmt wird durch Bewegung. Bewegung ist natürlich wichtig, auch für die Durchblutung, gesamthaft für den Austausch im Zellmatrix. All diese Dinge spielen mit. Veränderte Magensäure, wie wir vorher schon gesehen haben, eine Hypochondrie führt häufig zu einem Calciummangel und natürlich auch sonstige genetische Faktoren, die noch eine Rolle spielen. Wir kennen Dysfunktionen des Vitamin D-Rezeptors. Es kann aber auch einige Signalmoleküle geben, die wir vorher schon gesehen haben, die genetisch bedingt auch suboptimal funktionieren. Wenn man spektralphotometrisch arbeitet, dann sieht man nicht selten so etwas wie Calcium, wie hier gezeigt, im Eimer. Man kann tun, was man will, auch das klassische Calcium. Einen Arzt zum Beispiel, der könnte denken, okay, hier in diesem Fall können wir Calciumagon zum Beispiel geben, ein klassisches Calciumpräparat. Wenn man aber sieht, dass da nichts bewegt, dann sollte man zwingend denken, dass möglicherweise etwas nicht richtig läuft mit dem sogenannten Vitamin D-Rezeptor. Wir wissen bereits von anderen Webinaren, vor allem D-Day, wo wir das ausführlich besprochen haben, diesen Rezeptor, der muss intakt sein. Und genau diese Rezeptorfaltung, man muss wissen, das ist auch ein Protein. Ein Proteinkomplex besteht aus vielen Aminosäuren. Die Faltung dieses Rezeptors muss genau richtig sein, damit Vitamin D die Schlosswirkung steuern kann. Wenn dies nicht der Fall ist, dann sehen wir, dass Calcium ungenügend in die Zelle hineinkommt. Und wenn wir dann das Gefühl haben, wir können das mit dem klassischen Calcium entsprechend korrigieren, dann sehen wir sehr häufig, dass es zu Distributionsstörungen kommt, die man teilweise dann auch sieht, wenn man beispielsweise eine Haaranalyse macht. Wenn man eine Haaranalyse machen würde, sieht man, dass die Haare voll mit Calcium sind, während dass sie intrazellulär deutlich zeigen, dass die Zellen einen dringenden Bedarf haben an Calcium. Obwohl spektralphotometrisch nicht möglich ist, auch die Vitamine zu testen oder nicht exakt zu testen, gibt es über Algorithmen des Systems einen klaren Hinweis, dass wenn Calcium im Keller ist, dass man auch zwingend den Vitamin D-Stoffwechsel berücksichtigen muss, auch wenn im Blut genug Vitamin D
messbar ist, wird das System sagen, hier aufpassen, Vitamin D könnte ein Thema sein oder allenfalls die Schwierigkeit, die vorliegt, um Vitamin D an den Rezeptor anzudocken, was vielfach auch ein wichtiger Motor ist, um Calcium in die Zelle hineinzubringen. Wir können das heute testen durch einen einfachen Test, nämlich gibt es so etwas wie ein Nutrition Sensor. Wir haben hier eine symbolische Darstellung eines intakten Rezeptors. Wir sehen hier, dass Vitamin D gut andocken kann. Den Schlüssel passt perfekt im Schloss. Hingegen hier haben wir das Problem, dass dieser Vitamin D-Rezeptor nicht vollständig ausgebildet ist und die Zahl der Patienten, die davon betroffen ist, dass sogar mehrere Gene negativ wirken auf die Vitamin D-Rezeptor-Fitheit, beträgt teilweise über 50%, und wenn mehrere Gene suboptimal kodieren, dann kann das tatsächlich bei 50% der Europäer dazu führen, dass Störungen entstehen können im Calciumstoffwechsel. Wenn das Calcium nicht in die Zelle hineingeschleust werden kann und man tut den Körper überladen mit Calcium ohne Kofaktoren, ohne dass man schaut, dass es entsprechend auch, wie wir vorher gesehen haben, mehrheitlich muss es in den Knochen eingebaut werden. Wenn es aber den Weg in den Knochen nicht findet, dann kann das ein Risikofaktor sein, zum Beispiel für Gallensteine, für Nierensteine, für die Tatsache, dass durch eine Entzündungsreaktion hier zum Beispiel von einem Schleimbeutel oder einem Supraspinatus, dass da plötzlich eine Verkalkung kommt, auch zum Beispiel ein Fasciitis plantaris, dass da plötzlich so ein Fersensporn entstehen kann, hängt alles zusammen mit dieser Geschichte. Und nicht vergessen auch Verkalkungen der Gefäße, nämlich Arteriosklerose, kann eine direkte Folge sein von Calciumdistributionsstörungen. Und somit sehen wir auch, dass solche Vitamin D-Rezeptor-Mutationen, die bei vielen Patienten vorkommen, vor allem dann, wenn man in der Anamnese hört, dass ähnlich wie wir das schon gesehen haben bei den HPUR, bei den Patienten, die wir bezeichnet haben in unseren Webinaren als aufgeschmissen, auch Patienten mit Vitamin D-Rezeptor-Mutationen sind vielfach aufgeschmissen, weil genau die Regulierung des Calciums nicht mehr optimal erfolgt. Was passiert da? Genau das, was wir bereits gesehen haben. Die Chancen auf neurodegenerative Erkrankungen nimmt zu, die Chance auf Osteoporose nimmt zu, auch die Chance zum Beispiel auf arterielle Verkalkungen, auf Kalkablagerung in Gefäße, Steinbildungen zum Beispiel nimmt zu, die Chance auf rheumatische Erkrankungen, auf neurodegenerative Erkrankungen, MS und Co., auch Alzheimer, und natürlich auch durch die Tatsache, dass die Immunität an Kraft verliert, kann es auch ein erhöhtes Risiko darstellen für die Entwicklung von Krebserkrankungen. Und jetzt kommt es zum Quintessenz des Vortrags. Was heißt denn überhaupt SAC? Was ist die SAC-Technologie überhaupt und wo können wir diese SAC-Technologie einsetzen? Wir wissen, dass bei den klassischen Calciumsupplementen, dass es teilweise eine richtige Verarbeitung braucht. Wir wissen, dass der Rezeptor fit sein muss und dass mehrere Mechanismen, wie zum Beispiel auch Magensäure, genug vorhanden sein müssen, damit wir das gebundene Calcium überhaupt verwerten können. Wenn es aber zu wenig Magensäuren gibt, wenn wir zu tun haben mit Vitamin D-Rezeptor-Mutationen, dann hat das potenzielle Nebenwirkungen, Nierenschädigungen, Steinbildungen, das, was wir bereits gesehen haben. Und dazu gibt es diese geniale Erfindung. Und die Erfindung, die hat leider, und das ist ein bisschen Nachteil dieses Systems, dass es eine jahrelange Entwicklung gebraucht hat. Ich kenne die Entwickler persönlich und ich weiß, wie viel Herzblut das da reinsteckt in der Entwicklung dieses Moleküls. Tatsache ist, die Hersteller haben es geschafft, um ein sogenanntes Sigma-Antibounding Calcium
zu entwickeln. Das heißt, eine Calcium-Variante, wo das Calcium betrachtet werden kann als ionisiert. Und das entfaltet natürlich unheimlich viel positive Eigenschaften, weil wir können damit natürlich all die Disbalance, die Dysregulationen, die wir vorher gesehen haben, haben wir potenziell die Möglichkeit, um das wieder im Lot zu bringen. Hier haben wir das klassische Calcium, das gebundene Calcium, das Calciumcarbonat. Wir sehen, besser gesagt, hier auf der rechten Seite, wir haben eine starke Bindung. Wir sehen eine geringe Wasserlöslichkeit. Es braucht Magensäure. Wir haben eine pH-abhängige Resorption, was natürlich bei vielen Patienten auch problematisch ist, vor allem auch bei Krebspatienten. Wir sehen eine nicht vollständig ionisierte Situation, wie gesagt, bevor das überhaupt verwertbar wird, braucht der Körper eine Intervention von viel Kraft, von viel Energie, um das verwertbar zu machen. Und wenn wir hingegen die Möglichkeit haben, das Calcium zu liefern über eine andere chemische Bedingung, nämlich die Tatsache, dass wir zu tun haben mit schwachen Verbindungen, dass das Calcium quasi als Anti-Bounding-System plötzlich die Möglichkeit hat, viel besser sich zu verteilen im Zellmatrix, viel besser aufgenommen werden kann, dass diese Carbonatverbindung deutlich aufgelockert wird und das Calcium genau dort abgegeben werden kann, wo es gebraucht wird, dass kleine Cluster entstehen können, die auch entscheidend sind für den Transport zum Beispiel, dann haben wir natürlich eine unglaubliche bessere biologische Nutzung auch. Und das ist das Geheimnis von der SAC Technology. Hier nochmals diesen riesen Aufwand, was es braucht, um das Calcium als klassisches Liefersystem verwertbar zu machen. Und wenn es Störungen gibt, dass es sogar kontraproduktiv wirken kann, dass es tatsächlich dazu führen kann, dass es zu Distributionsstörungen kommt und hier zum Beispiel das Calcium nicht den Weg ins Skelett findet, sondern irgendwo abgelagert wird. Wenn es in die Haare deponiert wird, ist es halb so wild. Wenn es hingegen in Gewebsstrukturen deponiert wird, dann ist das nicht so sexy. Und hier haben wir die Möglichkeit, mit der SAC Technology tatsächlich das zur Verfügung zu stellen und sogar auch eine Möglichkeit zu bieten, falls es Ablagerungen gibt, wenn es bereits zu Distributionsstörungen gekommen ist, um das Calcium, was irgendwie im Gewebe sich eingenistet hat, auf Gefäßstrukturen abgelagert ist, um das neu verwertbar zu machen. Und ich werde nachher erklären, warum das so ist. Wir haben nämlich die Möglichkeit, und über die SAC Technology gibt es natürlich mehrere Varianten, mehrere Produkte, die wir bereits auch ausgiebig bei uns in der Praxis und unsere Patienten entsprechend getestet ist übertrieben, aber vor allem geschaut, was die Effekte sind, vor allem wenn man das entsprechend als Kur auch einsetzt. Wir sehen, dass aufgrund der Tatsache, dass wir diese Calcium, beziehungsweise das ionisierte Calcium leicht anheben können und eine sogenannte leichte Hyperkalzämie initiieren können, hat das natürlich wichtige, bedeutende Effekte. Einerseits haben wir das Phänomen, dass wir das Parathormon inhibieren. Das Parathormon, wie wir vorher schon gesehen haben, ist im Prinzip das Hormon, was dazu führt, wenn zu wenig Calcium vorhanden ist, dass es geholt wird aus dem Knochen, um das wieder zur Verfügung zu stellen. Wenn wir das Parathormon inhibieren, haben wir potenziell die Möglichkeit, das Calcitonin und auch das Osteokalzin. Das Calcitonin ist der Schlüssel, um das Calcium auch im Skelett einzubauen. Und das Osteokalzin, was übrigens auch noch Vitamin K abhängig ist, dafür zu sorgen, dass das Calcium im Knochen richtig strukturiert wird. Und das wird natürlich
für uns plötzlich dann sehr interessant, weil wir haben Möglichkeit, um den Knochenstoffwechsel zu optimieren, und wir haben tatsächlich auch die Möglichkeit, auf die Distributionsstörungen einen sehr interessanten Einfluss zu nehmen. Diejenigen, die denken, aber nicht so viel Sack zuführen, könnte das Möglichkeit zu einer pathologischen Hyperkalzämie führen. Wir sprechen tatsächlich über geringfügige Konzentrationsanstieg. Man kann fast sagen, wir reden hier über eine homöopathische Wirkung. Wenn wir das ausrechnen, zum Beispiel, wir haben 1 bis 1,2 Kilogramm Calcium, besser gesagt, im Körper, und davon haben wir nur sehr wenig im extrazellulären Bereich beziehungsweise außerhalb des Skelettes und nur ein paar wenige Gramm im Blut. Wenn wir das ausrechnen, dann haben wir mit SAC einen leichten Anstieg von ca. 2%. Aber genau diese milde Hyperkalzämie kann tatsächlich die positive Wirkungen entfalten. Was bedeutet, SAC liefert aktives Calcium, wichtig für Knochenaufbau. Ich werde nachher einige klinische Beispiele zeigen, die doch sehr beeindruckend sind. SAC mobilisiert Calcium und führt es gezielt zurück in die Knochen. Das bedeutet, wenn es zu Depots gekommen ist, wo das Calcium nicht zu suchen hat, dann habe ich die Möglichkeit, um das neu zu verwerten. SAC wird auf zellulärer Ebene und auf systemischer Ebene, wir haben alle Eigenschaften doch sehr ausführlich besprochen. Mit anderen Worten, das Potenzial, was da vorhanden ist, ist riesig. Auch für die Entgiftung ganz wichtig, weil sowohl die erste als die zweite Phase des Entgiftes mitgesteuert wird durch Calcium. Und wir sehen zum Beispiel auch, dass SAC eine wichtige Bedeutung hat, um zum Beispiel eine Gewebsazidose, um eine Störung des Säure-Base-Haushaltes wieder zu modellieren, zu normalisieren. Auch bei Sportlern zum Beispiel hat ein Hersteller eine Untersuchung gemacht und geschaut bei Spitzenschwimmer zum Beispiel, was passiert beim Laktatabbau. Man kann tatsächlich feststellen, dass Laktatabbau durch SAC verbessert werden kann. Und das öffnet natürlich auch Potenzial in viele andere Bereiche. Wir wissen, dass viele chronische Patienten zu tun haben mit Gewebsazidose, aus dem natürlich viele andere Beschwerden entwickeln. Wir wissen auch, dass die Mitochondrien gesteuert werden durch Calcium, aber Überladung von Calcium ist dann wiederum nachteilig. Wir wissen, dass eine Störung der mitochondrialen Dysfunktion oder mitochondrialen Funktion, besser gesagt, auch durch Nitrostress ausgelöst werden kann. Haben wir auch schon besprochen. Nitrostress kann den Glutamatrezeptor aktivieren, sorgt für einen Calciuminflux und wirkt störend auf die Zellmechanismen. Wenn wir hingegen ionisiertes Calcium zuführen, haben wir die Möglichkeit, um die Überladung des Calciums intrazellulär wieder so regulieren zu lassen, dass wir entsprechend die mitochondriale Funktion deutlich optimieren können. Wenn das nicht passiert, dann wissen wir, was passieren kann. Das führt zu mitochondrialen Dysfunktionen, zu sogenannten funktionellen Mitochondriopathien, und das ist natürlich die perfekte Bedingung, um auch sämtliche degenerative Erkrankungen zu entwickeln. Wir sehen auch einige Studien im Zusammenhang mit SAC und ionisiertes Calcium. Auch Tiermodelle hat man entsprechend schon genutzt, um zu sehen, was passiert dann bei Säugetieren. Wir sehen, dass durch ionisiertes Calcium eine deutliche verbesserte Knochenmineraldichte entstehen. Die Gleichgewichte des Calciums werden wieder normalisiert. Wir sehen, dass es zu einem Knochenaufbau kommt. Wir sehen eine Reduktion des Knochenabbaus. Mit anderen Worten, ein großes Potenzial, um auch bei Patienten mit Osteoporose und Osteopenie einzusetzen. Mittlerweile haben wir auch durch einige klinische Effekte, die sehr eindeutig sind. Und was auch interessant ist, im Zusammenhang mit dem, was ich schon
beschrieben habe. Dr. Coy hat das sehr gut beschrieben, auch Krebszellen, die schalten die mitochondriale Energie ab, die fahren das sogenannte Transketolase hoch. Das ist ein Enzymchen, was wir normalerweise nur kennen in Systemen wie Hoden und Augen zum Beispiel, weil dort die mitochondriale Aktivität unerwünscht ist, weil die Mitochondrien tatsächlich zu viel freie Radikalen synthetisieren. Und das Transketolase, was dort aktiv ist, in alle anderen Zellen inaktiv, wird im Bereich von entarteten Zellen wieder aktiviert. Das heißt, das schlafende Gen tut Transketolase hochfahren, tut die Mitochondrien ausschalten, zwingt die Zelle in eine anaerobe Glykolyse. Mit dem gibt es zwar weniger Energie, aber die Zelle kann mit dem, die Krebszelle besser gesagt, kann mit dem ihre Existenz gewährleisten, indem das deutlich weniger freie Radikale entstehen. Und die Säure, die Milchsäure, die entstehen, nutzt die Krebszelle auch, um die sozusagen zu präsentieren an die Zellmembran. In dem Moment entsteht wie eine Burg, geschützt durch einen Säurenmantel, wo zum Beispiel unsere Killerzellen nicht mehr aktiv werden können. Mit anderen Worten, das ist ein der Schutzmechanismen, dass Krebszellen nützen können. Und wenn wir das schaffen, um das Milieu der Krebszellen zu neutralisieren, haben wir natürlich potenziell auch die Möglichkeit, auch das Immunsystem mehr Chancen zu verleihen, um solche entartete Zellen zu eliminieren. Das bedeutet, wenn wir mit SAC, wenn wir entsprechend auch einen Einfluss haben auf den pH-Wert des Interstitiums, dann haben wir potenziell auch Möglichkeit, um entsprechend das Tumorwachstum zu inhibieren, auch die Angiogenese zu inhibieren, was typischerweise Krebszellen auch verwenden, natürlich um entsprechend den Zufuhr von Nutrienten, insbesondere Glucose, zu optimieren. Wir wissen, dass eine Krebszelle eine unglaubliche Menge an Energie braucht, und wenn sie schon die Mitochondrien ausgeschaltet hat, dann braucht sie natürlich viel Substrat, um Energie zu produzieren, und das kann natürlich gewährleistet werden durch Zucker. Deshalb ist es auch nicht unwichtig, Krebspatienten zu empfehlen, um entsprechend eine Zuckerreduktion, Dr. Coy sagt, 1 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht ist das Maximum. Und auch Metastasierung zum Beispiel, Unterdrückung der Immunabwehr, was da gewährleistet wird, können wir potenziell gegensteuern. Hier nochmals, was da potenziell passieren könnte. Wir haben Milchsäure, wir haben das Laktat, auch das Calcium als Ion hat die Möglichkeit, eine biochemische Reaktion zu erwirken, was entsprechend dafür sorgt, dass wir das Laktat entsprechend abbauen können. Es gibt auch noch etwas, was wir kennen als TP53. Das ist auch wieder ein Gen, und das Gen kodiert für das Protein P53. Und P53 ist wie so ein Schutzgen oder ein Schutzprotein, kann man sagen. Man kann das auch bezeichnen als Tumorsuppressorgen, weil in dem Moment, dass eine Zelle droht zu entarten, hat das Protein die Möglichkeit, entsprechend eine Apoptose zu initiieren. Es gibt jedoch durch Krebszellen so etwas, was man kennt als NF-κB, und das ist wiederum ein störender Faktor. Das NF-κB hat die Möglichkeit, um die Wirkung dieses Proteins auf den Nukleus bzw. das Programm, wo in dem Moment initiiert wird, um die Zelle eingehen zu lassen, um eine Apoptose zu initiieren, das wird durch NF-κB gestört, wird quasi blockiert. Und was man auch weiß anhand der Studie, dass die SAC-Technologie Potenzial das NF-κB inhibieren kann. Wenn man das schafft, um das zu tun, dann ist es natürlich rein von der Logik klar, dass das P53-Protein sich wieder breit machen kann und möglicherweise auch dann einen Effekt auslösen kann bei Krebszellen.
Hier sehen wir den Effekt von diesen zwei Mächte, kann man sagen. Das NF-κB, was das B53, es ist eigentlich nicht das Gen, was B53, sondern das Protein, was B53 heißt, wie man tatsächlich mit SAC die NF-κB-Wirkung inhibieren kann, damit B53 entsprechend sich wieder hochregulieren kann. Es gibt auch noch einen Nebeneffekt, was man auch kennt von Krebszellen und hat auch schon untersucht, je nach Krebszelle, was passiert mit das Enzym, was wir kennen als COX-2. Wir sehen zum Beispiel, dass COX-2 in Krebszellen sich um 100-fach oder sogar noch mehr vermehren kann, indem das Krebszellen eine hohe Aggressivität zeigen. Das heißt, wir wissen heute, dass COX-2 zum Beispiel auch eine Rolle spielt bei der Neubildung von Gefäßen, bei der Neoangiogenese, was Krebszellen typischerweise im Krebsmilieu bewirken, und auch die Tatsache, dass zum Beispiel die Chance auf Metastasierung durch COX-2 entsprechend gefördert werden kann. Es gibt Studien, die tatsächlich zeigen, dass man durch ionisiertes Calcium auch die Möglichkeit hat, um COX-2 zu inhibieren. Mit anderen Worten, auch hier gibt es Potenzial, die Möglichkeit, da eine positive Wirkung zu haben. Ein paar klinische Beispiele. Das ist noch interessanter Ausdruck von Dr. Robert Haney. Er ist ein Medical Doctor, der sagt, all diese Krankungen, die man hier zusammengefasst sieht, werden direkt oder indirekt durch Störungen des Calcium, durch Störungen des Vitamin D-Stoffwechsels mit beschleunigt, initiiert und so weiter. Das heißt, nicht all diese Krankheiten sind rein abhängig, aber es gibt deutliche Zusammenhänge, die auch dafür sorgen, wenn ich den Calcium-Vitamin-D-Stoffwechsel wieder in Ordnung bringe, dass ich günstige Effekte bekommen kann auf der Entwicklung dieser Krankheiten. Und hier gibt es ein paar Cases. Wir haben das auch schon gesehen bei uns in der Praxis. Ein Beispiel eines Patienten, der mit einer hochgradigen Osteoporose in der Praxis kam. Und sein Arzt hat ein klassisches Mittel empfohlen und der Patient hat dann geschaut auf den Beipackzettel und gesehen, ja, wenn ich diese Spritzen machen lassen muss und wenn ich die Nebenwirkungen sehe, dann gibt mir das doch ein bisschen Zurückhalt. Dann gibt es einen Plan B und dann haben wir gesagt, okay, gut, wenn das Ihr Wunsch ist, dann haben wir selbstverständlich die Möglichkeit, um auch orthomolekular da einen Einfluss zu nehmen. Und dann haben wir nicht nur orthomolekular gearbeitet mit SAC, wir haben gleichzeitig, weil es doch eine sehr starke Osteoporose sich dort gezeigt hat, haben wir auch mit Low-Level-Laser gearbeitet, habe ich vorher schon erwähnt. Man hat tatsächlich auch die Möglichkeit, die knochenaufbauende Zelle, die Osteoblasten anzukurbeln mit Licht. Wurde sehr gut beschrieben, auch durch Dr. Professor Rother, der gezeigt hat, dass man tatsächlich das Zytochrom C in den Mitochondrien so stark ankurbeln kann, mit dem einen erhöhten Protonendruck erreichen kann, was dafür sorgt, dass natürlich mehr Energie entsteht und mit dem auch vermehrt eine Zellreparatur. Hier ein paar Beispiele auf Ebene der Knochen. Wir haben hier eine doch ausgeprägte Osteopenie und man sieht, was passiert, wenn man entsprechend SAC zuführt. Innerhalb von 6 Monaten eine klare Verbesserung. Auch wir haben mittlerweile durch eine klare Tendenz, wenn man zu tun hat mit Patienten mit Osteoporose, nach 3 bis 4 Monaten kann man die in eine Osteopenie-Situation bewegen und noch 3 Monate dazu und die sind meistens aus der Gefahrenzone raus. Beispiele wie auch Verkalkungen der Sehne hier unterhalb des Akromiums im subakromiales Dach, kann man sagen, eine Verkalkung, die man tatsächlich rückgängig gemacht hat durch SAC-Technologie. Auch neurodegenerative Erkrankungen
Hier sehen wir einige Studien, die klar einen Hinweis geben, wie entsprechend ionisiertes Calcium eine wichtige Bedeutung sein könnte, um zum Beispiel den Abbau von Amyloid Beta. Wir wissen, dass Amyloid Beta ein Abfallprodukt ist, was genau diese synaptische Wirkung im Gehirn stören kann. Wir kennen das bei Patienten, die an Alzheimer leiden, als doch möglicher Mechanismus, was da zu Symptomatik führt. Auch die Tau-Proteine, die eine wichtige Bedeutung haben im Zusammenhang mit mitochondrialen Transport, die typischerweise bei dieser neurodegenerativen Erkrankungen ihre Wirkung verlieren, auch ihre Struktur verlieren. Und da wird auch rein von der klinischen Studien gezeigt, dass ionisiertes Calcium das Potenzial hat, um hier einen Einfluss zu nehmen. Es gibt auch so etwas, was wir kennen als Miro-1-Proteine. Ist eine sehr spannende Geschichte. Das sind Proteine. Diejenigen, die das noch nicht kennen, man kann das Filmchen mal anschauen auf YouTube. The Inner Life of a Cell. Da sieht man die sogenannten Motorproteine, die in der Lage sind, um Vesikel mit Material von A nach B zu transportieren, vom endoplasmatischen Retikulum Richtung Membran oder umgekehrt. Und auch hier gibt es solche Proteine, die tatsächlich die Möglichkeit haben, um Mitochondrien wieder hineinzuschleusen, dort wo die Mitochondrien nicht mehr aktiv sind, wo die Mitochondrien ihre Funktion verloren haben und so weiter. Und das kann entsprechend durch mesenchymale oder Stammzellen gewährleistet werden. Und auch hier gibt es Studien dazu, dass ionisiertes Calcium dort einen Einfluss hat. Wenn wir wissen, dass die Mitochondrien natürlich Calcium gesteuert sind, dann wissen wir, dass auch die Motorproteine, die eine Unmenge an ATP benötigen, auch dort natürlich ihre Aufgabe als Transporter viel besser entfalten können. Wir haben mittlerweile auch selbst schon gesehen, welche Effekte wir haben können auf neurodegenerative Erkrankungen, wie zum Beispiel Parkinson. Auch hier eine orthomolekulare Strategie, indem dass man das Mikrobiom gesund macht, indem dass man die toxischen Metalle ausleitet, indem dass man die Synapswirkung, sprich Calcium, Vitamin D Stoffwechsel optimiert und da noch eine Portion Licht hinzugibt, um den Effekt der Synapse nochmals zu verstärken, sehen wir tatsächlich, dass wir auf solche Krankheitsgeschehen eine unglaubliche Wirkung haben. Und ich muss sagen, früher haben wir auch das Mikrobiom schon saniert. Wir haben schon gewusst, toxische Metalle könnten negativ sein. Wenn man hingegen auch noch Mara dazu schaltet und noch ein bisschen Licht, dann sehen wir, dass die Wirkung um Vielfaches verbessert wird. Auch SAC und ALS, Calcium, wurde auch schon untersucht im Zusammenhang mit Amyotrophe Lateralsklerose. Das sind natürlich brutale Erkrankungen. Das Potenzial, um das weiter zu eruieren, zu erforschen, ist natürlich riesig, sollte eindeutig vorangetrieben werden. Wir sprechen leider über eine Substanz, die aus der Natur kommt und zum Teil natürlich entsprechend schwierig ist, um das gewinnbringend am Markt zu bringen. In dem Sinne sehen wir, dass natürlich im Zusammenhang mit synthetischen Molekülen, die man im Labor synthetisieren kann, natürlich viel größer ist. Aber ich denke auch, das Potenzial der Natur, das Potenzial von Nährstoffen sollte man auch nicht unterschätzen. Und das ist ein Weg, den ich persönlich für mich gewählt habe. Ich setze tatsächlich auf die Natur und versuche auf eine natürliche Art und Weise auch bei strukturellen Erkrankungen einen Einfluss zu nehmen. Wir wissen, dass Arthrose etwas zu tun hat mit der Matrix-Knorpel, was natürlich besteht aus einem Skelett, aus einem Kollagenskelett. Dort haben wir die sogenannten Schwämmchen, diese Glycosaminaggregaten oder diese Proteoglycanaggregaten, die tatsächlich die Möglichkeit haben,
um Wasser anzuziehen. Das führt zur Stoßdämpfung des Knorpels einerseits und der Ernährung des Knorpels. Aber damit das Kollagenskelett richtig formiert werden kann, braucht es auch Calcium. Da muss Calcium eingebaut werden können. Mit anderen Worten, auch das ist ein Faktor, was wir sehr häufig vergessen. Wir wissen, Glykosamin ist wichtig, Chondroitinsulfat ist wichtig, Hyaluronsäure ist wichtig für die Schmierung, aber wir vergessen häufig auch die Rolle des Calciums, was auch natürlich hier sehr interessant ist, weil wir haben zu tun mit einem Molekülchen, was sich sehr leicht durch den Zellmatrix bewegen kann, bis auch durch die Kniekapseln. Wir wissen, das Knorpel wird nicht verblutet, mit anderen Worten, das muss durch die Kapselstrukturen der Gelenke hindurch transportiert werden und dort kann das dann auch gerade als Strukturmolekül entsprechend seine Wirkung entfalten. Auch im Zusammenhang mit Entzündlichkeit, Arthritide, rheumatische Erkrankungen bis auch Autoimmunreaktionen im Bereich des Weichteilerapparates. Ich denke auch zum Beispiel an Sjögren, zum Beispiel an Lupus und solche Geschichten. Auch hier haben wir zu tun mit einer Dysregulation des Immunsystems. Klar, natürlich kann man sagen, ich nehme ein Medikament, was das blockiert, wie Cyclosporin zum Beispiel, was wir vorher schon gesehen haben. Das kann tatsächlich diese Kaskade stoppen, aber vielleicht ist es doch interessanter, um nachzudenken, wie können wir modulierend wirken, weil wir wissen natürlich, in dem Moment, dass man das Immunsystem lahmlegt, dann ist natürlich auch die Chance, dass plötzlich das Immunsystem so stark geschwächt ist, dass die Kraft verloren geht, um gegen entartete Zellen vorzugehen, ist in dem Sinne vorprogrammiert. Typ 2 Diabetes, wir haben schon gesehen, auch Calcium hat eine wichtige Bedeutung für den Release von Insulin, von Glucagon, vom Cortisol, vom Adrenalin, vom Schilddrüsenhormon und so weiter. Mit anderen Worten, auch hier großes Potenzial und die Studien, die entsprechend gemacht werden im Zusammenhang mit ionisiertes Calcium. Natürlich wissen wir, dass es komplexe Mechanismen sind und häufig braucht es mehrere Dinge, um das Immunsystem so zu modellieren, damit es funktioniert. Aber es gibt doch Potenzial, dass auch die SAC-Technology da einiges bewirken kann. Das sind kleinere Studien, die bereits gemacht worden sind. Auch die Hersteller und die Forscher, die verbunden sind mit dem Hersteller, die machen natürlich auch mehrere klinische Studien. Zuerst natürlich bei Tieren, schauen, was da passiert. Ich denke, könnte ein wichtiges Element sein, vor allem dann, wenn man natürlich auch noch ein paar andere Dinge korrigiert. Für diejenigen, die sich etwas vertiefen wollen in diese Materie und auch wenn die Untersuchungslage heute noch etwas bescheiden ist, sich doch etwas vertiefen wollen und auch informiert bleiben wollen über die Entwicklung der SAC-Technology bei solches Geschehen. Die können sich gerne melden und da können wir dann auch sehr gezielt dann auch vermehrt Informationen noch zukommen lassen. Aber wie gesagt, auch bei uns in der Praxis haben wir auch, wenn das nicht das primäre Ziel war, durch eine reine orthomolekulare Unterstützung sehen können, was tatsächlich passieren kann. Auch im Zusammenhang zum Beispiel mit rektalen Tumoren haben wir schon Erfahrung, sogar im Zusammenhang mit Pankreaskrebs, wo Pankreaskopf entfernt wurde. Es gab jedoch Metastase im Bereich des Lymphsystems, Leber und so weiter. Und die Dame, die wollte nicht mehr weitermachen auf dem klassischen Weg. Wir haben sie dann einfach unterstützt, wie wir das immer machen. Und obwohl das schon 4 Jahre zurückliegt, auch der behandelnde Arzt von damals, der ist erstaunt tatsächlich, dass die Dame überhaupt immer noch lebt. Von daher, es gibt sehr, sehr interessante Entwicklungen auch in diesem Zusammenhang. Das heißt, wir können jetzt noch kurz die Produkte beleuchten, die wir auch bei uns einsetzen und auch bereits in unserem Netzwerk
verwendet werden. Das ist die klassische Variante Maracel, das ist die höchste Dosierung, kann man sagen, wird standardmäßig eingesetzt bei Vitamin D-Rezeptormutationen oder Distributionsstörungen des Calciums. Wir haben schon über das Potenzial der Wirkung gezeigt oder besprochen. Von daher, Maracel ist die klassische Variante, kann man entsprechend auch, um eine gewisse Therapie zu initiieren, könnte man Maracel verwenden. Recatril ist die Variante, was vor allem verwendet wird im Zusammenhang mit Entzündungen im Bereich des Weichteilerapparates. Ich denke an rheumatische Arthritide, autoimmune Erkrankungen und so weiter. Da wird Recatril sehr häufig durch Therapeuten eingesetzt oder empfohlen. Alticel ist vor allem diese Variante, die entwickelt wurde, um etwas mehr im Fokus zu haben bei allen Prozessen, die zwischen beiden Ohren stattfinden. Ich denke, neurodegenerative Prozesse, Neuroinflammationen und so weiter. Auch da ein doch sehr interessantes Potenzial. Ich denke, Alzheimer, aber auch zum Beispiel Multiple Sklerose beispielsweise. Wie gesagt, wir sprechen hier über Potenzial. Logischerweise sollten wir kein Heilversprechen aussprechen gegenüber unseren Patienten, aber es sind doch Effekte, die wir im Netzwerk und auch bei uns feststellen können. Dentoso ist das Lieblingspräparat der Zahnärzte, die tatsächlich die Zähne ausbeißen aufgrund der Tatsache, dass das Gewebe, dass das Knochenmaterial nicht aufbauen will. Zum Beispiel all diejenigen, die mit Kieferosteoitide unterwegs sind. Da ist Dentoso wahrscheinlich sehr interessant. Auch natürlich noch eine Portion Licht dazu. Wir wissen auch, dass die Low-Level-Laser-Technologie auch den Effekt hier nochmals massiv unterstützen kann. In dem Sinne haben wir so die Hauptpräparate und Neocell kann man zum Beispiel auch bei Teenies einsetzen, allenfalls auch bei Kindern, wenn es spezifische Indikationen dazu gibt, natürlich immer wohl zu verstehen, oder als Langzeittherapie, wenn Patienten tatsächlich, wie man sagt, auf Deutsch die Arschkarte gezogen haben, ein Vitamin D-Rezeptor-Mutation haben, der sich nicht korrigiert, weil das ein genetischer Defekt ist. Da kann man, nachdem man quasi die Folgereaktionen austariert hat, kann man Neocell dann auch für Langzeittherapie anwenden. Ist auch ein bisschen günstiger. Das einzige Nachteil dieser Technologie ist tatsächlich, dass es teuer ist, hat mit der Entwicklung zu tun natürlich, aber auch im Herstellungsverfahren. Wir wissen, dass ionisiertes Calcium, auch wenn es einige Anbieter gibt, dass es nicht vergleichbar ist mit dem, was hier geliefert wird. Das sieht man an den Effekten, die wir bei unseren Patienten sehen. Und deshalb gibt es ein Webinar-Angebot. Die SAC Technology ist entwickelt in Kanada und in Kanada ist es sehr verbreitet, hat sich unglaublich herumgesprochen, dass tatsächlich die Effekte ein Segen für den Körper sind. Hier in Europa ist es eher noch unbekannt. Klar haben doch einige Patienten bzw. einige Therapeuten angefangen, mit dem zwischen Anführungszeichen zu experimentieren, Patienten zu empfehlen. Und wenn man tatsächlich sieht, dass es so gut funktioniert, dann macht das doch Sinn, um das mal auszuprobieren. Und mit dem sind wir am Ende des Vortrags gekommen. Ich möchte hier schließen und stehe natürlich selbstverständlich bereit auch für die Beantwortung von weiteren Fragen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und für diejenigen, die nicht im Fragenchat bleiben wollen, bis ein anderes Mal und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.